Das Modell Select gibt es bei Duotone in 2024 mit einem neuen Shape und auch in der Concept Blue Edition. Sprich, hier wurde Glasfaser zum größten Teil ausgetauscht gegen Flachsfasern und für die optimale Leistung gibt es Basalt-Stringer, die den Response verbessern sollen. Bei der von uns getesteten Länge in 141 haben wir eine Rockerlinie von 3,9 cm, die das Board sehr früh angleiten lassen. Der etwas nachhaltigere Laminataufbau erreicht allerdings halt nicht ganz das sportliche Feeling beim Beschleunigen und der Geschwindigkeit wie das vergleichbare Board in Kohlefaser. Nichtsdestotrotz kann man wie gesagt bei den Gleiteigenschaften von guten bis sehr guten Leistungen sprechen. Das Select hat eine nicht ganz so stark verrundete Outline. Dazu kommen halt 5 cm lange Finnen. Beides verleiht dem Board auf dem Anwendkurs zu einer wirklich sehr guten Führung und zu einer optimalen Hemmung der seitlichen Abdrift. Dementsprechend fällt auch das Anwendverhalten hier definitiv sehr gut aus. Schön ist dabei, dass man für den Kantendruck hier keine besonders große Kraft benötigt. Auch wenn man das Board halt nicht ganz so stark aufkantet, haben wir hier sehr gute und einfach abzurufende Anwendeigenschaften. Die gute Führung der Select und die 5 cm langen Finnen sorgen dafür, dass man beim Switchen einen etwas erhöhten Kraftaufwand benötigt. Ein leichter Lastwechsel von dem vorderen auf den hinteren Fuß ist hier erforderlich, um das Board halt schnell und einfach frei zu machen. Dementsprechend ist der Kraftaufwand hier etwas über dem mittleren Bereich angesiedelt. Auch für eine enge Drehfreude brauchen wir insgesamt etwas mehr Kraftaufwand, da der Flex, das Select Concept Blue, auch insgesamt halt doch etwas härter abgestimmt ist. Bei mittleren bis weiten Radien haben wir einen schönen Zug auf der Kante und dabei gibt es dann auch keinen Geschwindigkeitsverlust, nur wenn man halt einen sehr engen Radius produzieren will, dann verliert es am Ende der Kurve halt ein wenig an Geschwindigkeit. Grundsätzlich besitzt das Echo Select Concept Blue eine gute Laufuhr. Wir haben jetzt hier einen etwas anderen Laminataufbau, dementsprechend gibt das Board halt ein klein bisschen eine andere Dämpfung. Man merkt halt in normalen Bedingungen hier an sich keinen Unterschied, sondern eine gute Dämpfung. Nur wenn es halt mal etwas härter und kabbliger wird, dann wird der ein oder andere Schlag doch insgesamt halt kurz mal spürbar. Was grundsätzlich aber immer noch für eine gute Laufruhe und auch eine gute Dämpfung ausreicht. Ein Punkt, der bei dem neuen Shape und auch bei der neuen Konstruktion ins Auge fällt, ist einfach wirklich eine ganz exzellente Kontrolle. Die Präzision, mit der sich das Select hier bedienen lässt, ist ganz ausgezeichnet. Wir haben einen schönen Übergang vom Griff der Finnen zur Kante. Wir haben eine stets freien Finnen, die catchen nicht in irgendwelchen Geschichten. Man hat wirklich schnell maximalen Griff, sodass hier immer volle Leistung produziert werden kann. Und gerade schnelle Landungen lassen sich halt super einfach und präzise landen. Und wenn man auch, wie gesagt, halt ein bisschen mehr Kraft aufwendet, dann kann man hier im Bereich auch beim Springen und im Freestyle sehr schön mit dem Brett spielen. Die eben beschriebene sehr gute Kontrolle zusammen mit der auch exzellenten Führung des Brettes ergeben insgesamt sehr gute Leistungen beim Springen im eingehakten Zustand. Optimal ist ein mittlerer bis ein etwas weiterer progressiver Ankantvorgang, also nicht zu sehr über den Druck auf dem hinteren Fuß, sondern etwas mehr über die Kante. So lässt sich das Maximum an Leinspannung erzeugen.
und dann sind die Leistungen hier für den Absprung wirklich sehr gut. Aber auch für denjenigen, der nur über Sheet und Go von seinem Kite agiert, der wird sich darüber freuen, dass sich das Select sehr schön von der Wasseroberfläche löst. Und in puncto Landung besitzt das Board insgesamt eine gute Dämpfung. Man kann natürlich auch die neue Entity mit den weichsten Pads unter den Fersen versehen. Die sind immer im Lieferumfang mit dabei, wem das Ganze hier noch zu sportlich abgestimmt ist. Aber man kann auch ganz klar sagen, das geht hier schon in Freeride High Performance Richtung und ist insgesamt etwas sportlicher abgestimmt. Und das bezieht sich dann bei der von uns getesteten Länge in 1,41 Meter für Fahrer und Fahrerinnen, die jetzt im Bereich 70 bis 85 Kilo wiegen. Für die kommt es dann zur Geltung. Für schwerere Fahrer ist das Ganze hier insgesamt mit einer guten Dämpfung ausgestattet, weil es dann halt auch besser zum Körpergewicht passt. Der Rocker ist jetzt nicht ganz so stark ausgeprägt für 1,41, aber die insgesamt straffe Abstimmung, also wir haben vom Flex hier durchgehend ein etwas übermittelhartes Board von Tip to Tail und das liefert auch wieder mit einem mittleren bis etwas weiteren progressiven Ankantvorgang wirklich einen absolut ansehnlichen Pop. Und auch beim Einsetzen auf dem Wasser ist die Dämpfung gut und es wird halt sofort von dem führungsstarken Brett sozusagen natürlich auch gleich wieder die Führung übernommen. Das Duotone Select Concept Blue ist ein Board mit hohen Fahrleistungen für jedermann. Es ist grundsätzlich leicht zu bedienen. Man braucht hier keine großen Fähigkeiten, was jetzt die Belastung vom vorderen oder hinteren Fuß angeht. Auch der Kraftaufwand für den Kantendruck ist aufgrund von einer nur 41er Breite wirklich sehr gering. Dementsprechend ist es leicht, hier auch diese Leistung, die in dem Brett steckt, abrufen zu können. Und wenn man jetzt hier betrachtet, wo liegt jetzt der Unterschied halt zwischen dem Flachs-Basalt-Konzept, das ist auf jeden Fall sicherlich halt von Vorteil für den grundsätzlichen Ansatz der Nachhaltigkeit, der logischerweise auch wiederum in unserem Boardsport fragwürdig ist. Aber jeder Ansatz halt, den man machen kann und alles, was man probieren kann, sollte gemacht werden. Und das funktioniert auch hier bei diesem Board insgesamt wirklich sehr schön. Das ganze Konzept ist insgesamt sportlich ausgelegt, nicht ganz so extrem wie beim Select in Vollcarbon, aber es ist durchaus halt ein Freeride High Performance Brett, was einfach auch nach Leistung ein wenig giert, sprich halt, man möchte auch insgesamt halt den aktiveren Fahrer zufriedenstellen und gerade wenn man hier Performance-Leistungen abrufen möchte, dann kriegt man die halt auch im Freeride, im Big Air, im Freestyle, das ist wirklich gar kein Problem. Im Puncto Komfort, da bietet halt insgesamt halt bei Duotone das Reime nochmal aufgrund der stärkeren Bodenkurve und einer etwas feineren Flexabstimmung noch ein wenig mehr. Aber für denjenigen, der halt das Cruisen, das Carven, langgezogene Radien und dergleichen möchte und wirklich maximalen Griff beim Absprung, für den ist halt das Select Concept Blue ein wirklich sehr gelungenes Brett.